Guten Morgen, Lukas. Guten Hi, Morgen. wir sind hier heute im wunderschönen Frankfurt bei Oatsum. Lukas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl doch mal ein bisschen, was du bei Oatsum machst und was ihr überhaupt bei Oatsum verkauft. Wir sind tatsächlich hauptsächlich, würde ich sagen, auf dem Frühstücksmarkt tätig. Natürlich gibt es auch immer wieder Knabbereien von uns, aber vor allem Frühstücksmarkt, und unsere Vision, unsere Mission ist dabei, vor allem für gesundes, natürliches Frühstück einzustehen, den Leuten einfach eine schnelle und effiziente Alternative morgens zu bieten, wie man sich natürlich ernähren kann. Ich bin mittlerweile hauptsächlich tätig im Controlling, sowohl für den B2B-Bereich als auch unseren B2C-Bereich, komme aber oder war vor kurzem tatsächlich noch im Marketing, vor allem für unseren B2C-Bereich zuständig, da als Teamlead im E-Commerce-Bereich. Und von daher bin ich da noch relativ stark angesiedelt auch. Und ihr benutzt jetzt schon eine ganze Zeit lang Admetrics. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das vorher funktioniert hat bei euch, was ihr vorher benutzt habt an Technologie und was sich dadurch geändert hat? Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ne? Vor allem die Zeit vor iOS 14. Da haben wir sehr viel auf die Kanäle alle selbst geschaut. Es gab natürlich immer ein internes Tracking von jeglichen Kanälen, Marketing-Tools, die wir irgendwie genutzt haben. Da hat es auch noch einigermaßen gut funktioniert. Es hat natürlich nicht die ganze Wahrheit dargestellt, aber man konnte es so ein bisschen zusammenreimen. Mit der Umstellung wurde es dann alles ein bisschen komplizierter. Seitdem sind wir ehrlicherweise auch lange auf der Suche gewesen nach einer Möglichkeit, das alles irgendwie ein bisschen zu bündeln. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten versucht. Ne? Ich meine, der Klassiker ist irgendwie Google Analytics. Dann auch der Umstieg auf GA4. Wir hatten auch schon andere Tracking-Tool-Anbieter, die aber nicht so unser ganzes Marketing-Repertoire irgendwie abgedeckt haben. Und ja, da muss ich sagen, war es dann tatsächlich so, dass wir auch immer noch viel auf, was schreiben sich die einzelnen Kanäle zu, geschaut haben. Hat dann aber tatsächlich in der Gesamtsteuerung dann auch oft zu Schwierigkeiten geführt, wo wir eben gesehen haben, okay, wir laufen irgendwie ineffizient, aber wir können uns nicht ganz erklären, wo es herkommt. Liegt natürlich auch daran, dass ihr viele verschiedene Kanäle bespielt. Und vor allem, was für uns auch super relevant war, ist dann so dieser Neukundenfokus. Also einmal Attribution, wo können wir wirklich effizient unser Budget steuern, und auch wo sprechen wir denn eigentlich die Neukunden an, wo holen wir die günstig ab. Hi Till, Hi, grüß dich Markus. kannst du kurz sagen, was du bei Oatsum machst? Ich bin jetzt seit 3 Jahren bei Oatsum als Data Analyst und habe angefangen, also im Prinzip war ich der Erste im Data-Bereich bei uns, habe angefangen mit dem ganzen Dashboard-Building und dann sind wir im Prinzip in Data Warehouse reingegangen. Also da bin ich sehr viel am Modelle bauen. Und in diesem Zuge haben wir auch eine eigene Attributionslösung entwickelt über die Jahre und bin da eben relativ vielfältig aktiv. Das heißt, wir bilden alles in-house ab, unsere ganzen Dashboards, haben eben auch versucht, diese Attributionslösung in-house abzubilden. Ja, du warst ja so ein bisschen unser größter Skeptiker am Anfang. Richtig. Das hat mich dann besonders gefreut, dass wir dich auch davon überzeugen konnten, dass das Ganze funktioniert. Genau, kann ich ja vielleicht mal kurz ausholen. Also ich glaube, vor 2 Jahren hattest du mich einfach mal angeschrieben und wir hatten ja einen ersten Call gehabt und genau, da war ich eben mittendrin, unsere eigene Lösung zu bauen. Jetzt aus heutiger Sicht war das natürlich alles relativ basic, aber wir hatten da eben unsere Google Analytics Daten angeschlossen. Und genau, da hatten wir unser erstes Gespräch gehabt und da muss ich sagen, war ich skeptisch, aber ihr wart da auch total fair, fand ich. Also ihr habt einfach gesagt, ich glaube im Moment passt es nicht, bau da gerne erstmal deine eigene Sache weiter. Dann war es eben so gewesen, dass wir einfach an irgendeinem Zeitpunkt nicht weiterkamen. Wir haben einfach gemerkt, das packen wir nicht von der Manpower und halt auch von der Datenqualität gab es immer wieder Probleme. Also sehr, sehr viel Zeit, die da reingeflossen ist. Glaube ich, ja. Und dann hattest du dich ja mal wieder zurückgemeldet und hast auch gemeint, hey, wir haben hier neue Lösungen und so weiter. Dann hat ja unsere Zusammenarbeit begonnen. Jetzt, wo wir im Prinzip einige Zeit vergangen ist und wir mit euch arbeiten, sage ich auch total geil, was wir für Ergebnisse eingefahren haben seitdem. Cool. Kannst du nochmal die Herausforderungen zusammenfassen, die ihr hattet? Klar, ihr habt das eigene Warehouse am Start. Das hilft euch ja bestimmt auch bei anderen Themen, aber dann habt ihr auch die Tracking-Lösung gehabt. Ihr habt auch, glaube ich, andere Herausforderungen, was im Performance-Marketing gehabt. Kannst du dazu noch was sagen? Wir hatten ja so ein bisschen unser Come-up gehabt Anfang 2020, wo es ja relativ einfach war, irgendwie online Geld zu machen. Du konntest ja eigentlich überall dein Geld reinstecken, sei es jetzt in irgendwelche Influencer, die sehr gut gelaufen sind. Bei Meta waren die Preise sehr günstig. Da war es für uns sehr einfach, da brauchten wir auch keine wirkliche Attributionslösung. Das heißt, da war es egal, ob jetzt unsere Channel-Umsätze nicht komplett übereinstimmen irgendwie. Danach haben wir aber schon sehr schnell gemerkt, dass es dann kamen ja sehr viele Player auf den Markt, dass es einfach deutlich schwieriger wird, Performance-Marketing profitabel zu betreiben. In diesem Zuge hatten wir dann halt schon unser Problem, dass unsere ganzen Umsätze, also ihr wisst ja, die Ad-Manager schreiben sich natürlich sehr, sehr viel selbst zu und dass halt einfach
du dann nicht auf deinen Company-Umsatz kommst, wenn du das alles zusammenrechnest. Und da waren wir im Prinzip schon sehr, sehr lange Zeit, also ich auch mit einer eigenen Lösung dabei, das irgendwie, sag mal, auf 1 zu bringen. Aber also gerade uns fehlt halt einfach, hat die Manpower oft gefehlt. Also, klar. und es ist ja dann nicht nur das Model-Building, sondern du willst es ja auch für die Company bereitstellen. Das heißt, du musst ja die Dashboards bauen, die müssen anpassbar sein. Viele haben ja andere Anforderungen darauf. Da ist es dann schon jetzt sehr praktisch mit Admetrics, dass man das alles auf einen Blick hat. Also es ist sehr, sehr granular, man kann sehr, sehr viel filtern, ihr habt sehr, sehr viele KPIs. Also nicht nur die Basic-Sachen, die man kennt, irgendwie Conversion Rate oder CAC, sondern du kannst ja wirklich auf die einzelne Order runtergehen, kannst sehen hier, wie ist die Customer Journey von dem Kunden. Aber auch sehr, sehr übersichtlich. Also du kannst alle, ihr habt ja verschiedene Attributionsmodelle, du kannst alle vergleichen, welches wirkt bei welchem Channel stärker. Also du hast sowohl diese Möglichkeit, dass du eine gute Übersicht hast, als auch du kannst so tief wie du willst reingehen. Du kannst in deine einzelnen Ads reingehen, kannst sie mit anderen vergleichen. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Kannst du sagen, wie sich der CAC verändert hat? Deutlich runtergegangen, seitdem wir mit euch steuern. Und was halt auch schön ist, dass du es halt auf diesen Kampagnen, auf dem Kampagnenlevel siehst. Das heißt, du siehst wirklich, hey, die und die Kampagne, hoher CAC, schalt die ab oder nimm Geld raus. Und da niedriger CAC, hier kannst du noch skalieren. Also das hilft uns schon sehr. Ich glaube, ganz krass sieht man bei uns wirklich diesen Unterschied im CAC. Er ist um 20% gesunken, seit wir wirklich nach Admetrics steuern. Und das war uns schon so lange im Dorn im Auge. Wir sind ein Unternehmen, das hat lange auch viel nach ROAS gesteuert, weil wir es auch gar nicht anders konnten. Und wir haben immer gewusst, okay, der CAC ist irgendwie für uns relevant, aber wir haben es nicht so richtig hinbekommen, den unter Kontrolle zu bekommen, weil wir eben auch diese Attribution nicht geschafft haben auf Neukunden- und Bestandskundenebene. Und seit wir nach Admetrics steuern, sei das im Performance-Bereich oder auch in unserem Influencer-Bereich oder auch gesamt in diesem Zusammenspiel, ne, wie viel prozentuales Budget packt man auf die einzelnen Kanäle. Seit wir das danach steuern, siehst du bei uns wirklich so eine Trendlinie, die geht so direkt nach unten, dass man einfach sagen muss, die Neukunden, die werden für uns jetzt deutlich früher profitabel. Kannst du sagen, wie der Einsatz von Admetrics euch beim Tracking von Influencer-Kampagnen noch geholfen hat? Wo Admetrics jetzt aber wirklich auch nochmal geholfen hat, ist eben dieses Zusammenspiel zu zeigen, weil wir mussten bei den Influencern immer sehr auf ihren eigenen Kosmos irgendwie schauen. Aber wir hatten eine Influencer-Tabelle, klar, wir konnten die Codes irgendwie nachvollziehen, was haben die Leute eingegeben, vielleicht auch mal einen UTM-Parameter. Aber jetzt bei Admetrics sieht man eben dieses schöne Zusammenspiel. Ne? Da waren die Leute vorher mal auf einer Performance-Werbung, irgendwie sind die dann nochmal per Google gekommen, haben die einfach nur diesen Code abgegriffen und da kann man Influencer nochmal ganz anders irgendwie bewerten. Also so Influencer ins holistische Bild einzuordnen, ist, glaube ich, der große Mehrwert für uns da. Ihr habt ja auch die Server-to-Server-Integration von uns am Laufen, glaube ich, komplett auf Meta. Kannst du dazu was sagen, wie die für euch performt? Ja, die ist überraschend gut. Wir haben da auch noch mit verschiedenen Anbietern mal weitere Tests gestartet und Admetrics hat eigentlich immer überperformt und muss ich auch sagen, also da auch wieder großes Lob an euch, weil das ist sowas, das hatten wir hatten eigentlich nach einer Attributionslösung gesucht und dann damals im Gespräch, weiß ich noch, kam raus, dass ihr das tatsächlich auch macht und das ist natürlich super, wenn man das über einen Anbieter irgendwie laufen lassen kann und ja, also seit wir das machen auch, du hast eben schon gesagt, wir haben dann nach und nach die ganzen Kampagnen umgestellt, weil wir einfach sehen, okay, es lief besser, es läuft besser, also ja, gibt's eigentlich, kann man glaube ich nicht viel hinzufügen. Wem würdest du Admetrics empfehlen? Ehrlicherweise, also wem würde ich Admetrics nicht empfehlen? Ich glaube, es macht genau, was es soll. Es bietet teilweise sogar noch ein bisschen mehr an, als es soll. Wir haben für ein Attributionstool haben wir geschaut, dann gab es eben noch die Server-to-Server-Connection, es gab ein Marketing-Mix-Model dabei. Es deckt eigentlich alle unsere Ansprüche ab und ich glaube, es kann ehrlicherweise jedem Startup oder eigentlich jeder Firma im B2C-Bereich da irgendwie helfen, die irgendwie Online-Marketing macht, das Ganze zu attribuieren und eine andere Sichtweise zu bekommen. Vielleicht gibt es bei den ganz großen Konzernen, die haben vielleicht schon ihre Tools gefunden, aber ich glaube, gerade für irgendwie so mittelständische oder kleinere Unternehmen kriegt man einfach das, was man sich vorstellt. Danke, Lukas. War super, dass du da warst.